und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Lilly und wir schauen uns in diesem Video an, wie man einen wunderbaren Kinderpullover strickt. Das Kids Contiguous Basics Heft ist quasi eine Grundanleitung für einen Kinderpullover, den es in 12 verschiedenen Größen gibt und für 12 verschiedene Garnstärken. Das heißt, wir haben hier Größen von einem Kinderpullover für ein 3-jähriges Kind bis zu zum Beispiel 15 Jahren und können variieren zwischen einem Sommerpullover aus Baumwolle oder zum Beispiel einem super dicken Winterpullover, der aus kuscheliger Schafswolle gestrickt ist. Wir haben natürlich auch für jedes Modell verschiedene Garnideen rausgesucht, falls ihr eine kleine Inspiration braucht. Außerdem kann man nicht nur das Garn variieren, sondern dadurch, dass es quasi eine Grundanleitung ist, kann man auch sich selber verschiedene Muster überlegen. Man kann zum Beispiel Streifen stricken oder Zopfmuster mit reinstricken. Die Zopfmuster muss man natürlich in der Maschenprobe dann mit beachten. Die Anleitung, die könnt ihr auf unserer Website downloaden oder zum Beispiel bei Ravelry oder Etsy. Es gibt aber auch eine gedruckte Version davon, dann ist es ein gebundenes Heft und die gibt es auch bei uns auf der Website. Die Links für die Downloads, die findet ihr natürlich unten auch in der Videobeschreibung, genauso wie ihr in der Videobeschreibung auch eine Kapitelfunktion findet. Also falls ihr zum Beispiel ein einzelnes Kapitel anschauen wollt, dann könnt ihr gleich da einsteigen. Genau, die sind eben auch in der Beschreibung unten drunter. Die sieht man anhand von den Timestamps. Generell werden in diesem Video alle Arbeitsschritte beschrieben und alle Techniken, die für den Pullover verwendet werden. Falls aber noch zusätzliche Fragen aufkommen, die in dem Video nicht beantwortet werden, dann freue ich mich natürlich auch total, wenn ihr die stellt. Die könnt ihr zum Beispiel per E-Mail stellen oder einfach in die Kommentare schreiben oder auch per Instagram zum Beispiel. Jetzt kommen wir zum Workflow. Also der Pullover ist ein Pullover mit einer klassischen Sattelschulter. Die wird mit der Contiguous-Methode von der Susie Meyers gestrickt. Dann werden noch Zunahmen für die Ärmel und für das Körperteil und für das Rückenteil gestrickt. Und danach werden die Ärmel abgeteilt, das Körperteil gestrickt und die Ärmel gestrickt. Und dann kommen überall Bündchen im Rippenmuster dazu. Man kann natürlich auch, nachdem man die Ärmel abgeteilt hat, an jeder Stelle den Pullover probieren. Und das heißt, man kann die Länge perfekt anpassen. Man kann zum Beispiel die Ärmellänge perfekt anpassen, weil das ist ja doch irgendwie bei jedem unterschiedlich. Dann kommen wir noch zum Garn. Und zwar ist das hier natürlich ein bisschen anders, weil wir ja eine Anleitung für 12 verschiedene Garnstärken haben. Das heißt, wir können uns eigentlich ganz frei aussuchen, welches Garn wir benutzen. Wir können ein Baumwollgarn benutzen oder wir können auch ein dickes Schafswollgarn benutzen. Das steht einem total frei. Und ihr könnt zum Beispiel auch Garne benutzen, die ihr schon zu Hause habt, wo ihr nicht wisst, dass ihr mit denen anfangen sollt. Die könnt ihr zum Beispiel auch in diesen Anleitungen verarbeiten. Das Garn, für das ich mich entschieden habe, ist von Kremke Soulwool und heißt Reborn Jeans. Das ist ein recyceltes Baumwollgarn. Dann kommen wir zur Maschenprobe und zur perfekten Größe. Also die Maschenprobe ist natürlich ein wichtiges Thema und jetzt haben wir uns ein Garn ausgesucht und jetzt müssen wir eine Maschenprobe stricken, damit der Pulli dann auch am Ende perfekt passt. Für die Maschenprobe schlagen wir die Anzahl an Maschen an, die wir auf 10 cm erreichen wollen, plus 4 zusätzliche Maschen, die bilden dann sozusagen einen Rand. Das ist einfach nur dafür da, dass man das besser abzählen kann. Die stricken wir auch in einem anderen Muster als das Muster der Maschenprobe, damit es einfach eine Abgrenzung hat und man es besser zählen kann. Genauso stricken wir am Anfang und am Ende ein paar Reihen in dem anderen Muster, damit es seitlich und oben und unten einen kompletten Rahmen ergibt. Wenn wir jetzt die Maschenprobe gestrickt haben, dann waschen wir die Maschenprobe, weil wir wollen unseren Pulli ja am Ende auch waschen. Und man muss die Maschenprobe immer genauso behandeln, wie man den Pulli dann auch behandelt, weil die soll ja eine Referenz sein, damit der Pulli dann am Ende perfekt passt. Und wenn man die Maschenprobe nicht wäscht und den Pulli aber schon, dann lässt sich das einfach nicht miteinander vergleichen. Wenn wir die Maschenprobe jetzt gewaschen haben und die ist wieder getrocknet, dann können wir anfangen zu zählen. Das machen wir, indem wir die Maschenprobe flach auf den Tisch legen und dann legen wir ein Maßband oder ein Lineal drauf und dann fangen wir an, die Vs bzw. die Maschen, die sehen dann aus wie so kleine Vs, die fangen wir an zu zählen, einmal quer und dann zählen wir, wie viele Maschen auf 10 cm wir haben. Und dann zählen wir noch die Reihen. Da zählen wir quasi die Vs von oben nach unten und die geben uns dann an, wie viele Reihen wir auf 10 cm haben. Die Maschenprobe für das dickste Garn beträgt 15 Maschen auf 22,5 Reihen und das für das dünnste Garn sind 26 Maschen auf 39 Reihen
Und wenn ihr eure Maschenprobe jetzt fertig habt, dann könnt ihr mal schauen, wo eure Maschenprobe liegt und je nachdem könnt ihr dann das Modell aussuchen. Wenn ihr dann euer gewünschtes Modell ausgesucht habt, müsst ihr natürlich auch noch die Größe aussuchen. Die Maßangaben, die in der Anleitung stehen, die beziehen sich immer auf das fertige Strickstück, also auch auf das gewaschene Strickstück. Das heißt, also wenn da zum Beispiel eine bestimmte Brustumfang dabei steht, dann bezieht er sich auf den Pullover und nicht auf den Menschen, weil das ist ja bei uns allen unterschiedlich. Deswegen bezieht sich das auf den Pullover. Und je nachdem, wie ihr wollt, dass euer Pullover sitzt, also zum Beispiel ein bisschen lockerer oder ein bisschen enger, je nachdem, wie ihr das wollt, könnt ihr euch dann die Größe aussuchen, die am besten passt. Muss jetzt nicht unbedingt mit den Jahren übereinstimmen. Um die perfekte Größe zu finden, kann es auch ganz hilfreich sein, einfach einen Pullover, einen Lieblingspullover, den man zu Hause hat, abzumessen und anhand von den Maßen dann sich für eine gewisse Größe zu entscheiden. Kommen wir jetzt zu den Hilfsmitteln. Es gibt so ein paar Sachen, die wir brauchen. Am allerwichtigsten sind Rundstricknadeln und oder auch ein Nadelspiel. Also ich benutze kein Nadelspiel. Ich stricke die Ärmel mit Magic Loop und alle Sachen, die enger sind als für die Rundstricknadel geeignet, stricke ich mit dem Magic Loop. Ihr könnt natürlich auch Nadelspiel verwenden. Das ist ganz euch überlassen. Dann brauchen wir etwas zum Messen und Maschenmarkierer. Und am besten auch eine Schere und eine Stopfnadel zum Fädenvernähen. Und was ihr noch so für wichtig empfindet. Ich glaube, jetzt haben wir alle wichtigen Punkte für die Vorbereitung abgehakt und jetzt können wir anfangen loszustricken. Gut, dann können wir jetzt beginnen. Und zwar beginnen wir mit der kleineren Nadelstärke und schlagen mit dieser kleineren Nadelstärke Maschen an und stricken dann zuerst das Halsbündchen. Fürs Maschenanschlagen benutzen wir die Longtail-Cast-On-Methode. Es gibt aber auch ganz viele verschiedene andere. Also falls ihr lieber eine andere benutzt, dann könnt ihr natürlich auch eine andere Methode benutzen, um Maschen anzuschlagen. Für die Longtail-Cast-On-Methode lassen wir uns genug Faden übrig und machen erstmal einen Slipknot. Den machen wir, indem wir unseren Faden so überkreuzen. Und durch diese Öse, die wir hier gemacht haben, passen wir durch und ziehen den Faden hier durch. So. Ziehen den hier fest. Und dann haben wir hier eine Öse, die in der Größe verstellbar ist. Und an dieser Seite hängt das Knäuel. Und jetzt stecken wir unsere Nadel von hinten durch diese Öse durch, sodass auf dieser Seite das Knäuel dran hängt und auf dieser Seite ist der Faden, der ein Ende hat. Und hier stecken wir jetzt unseren Zeigefinger und unseren Daumen durch und greifen dann die zwei Fäden, die unten rauskommen, mit unseren anderen Fingern und machen so ein Dreieck bzw. so ein V, wenn man es von dieser Seite anschaut. Und dann fahren wir mit unserer Nadel hier beim Daumen unter den Faden drunter, gehen dann über den Faden, der beim Zeigefinger ist, drüber, gehen wieder unter diesem Faden beim Daumen durch, lassen dann am Daumen los und ziehen diesen Faden fest. Und schon haben wir eine Masche gemacht. So, nochmal. Also hier unten drunter, hier oben drüber und dann wieder hier unten drunter. Also quasi zwischen diesen Fäden beim Daumen durch und festziehen. Unten drunter, oben drüber, drunter und festziehen. Und das machen wir jetzt genauso oft, wie das in der Anleitung steht, für die Kurse, die wir uns ausgesucht haben. Und nachdem wir dann die bestimmte Maschenanzahl angeschlagen haben, also ich stricke jetzt hier Größe 1, deswegen sind das in meinem Fall 80 Maschen. Danach stricken wir dann 6 Runden im Rippenmuster für das Bündchen. Aber jetzt schlagen wir erstmal die Maschen fertig an. Wenn wir jetzt die richtige Anzahl an Maschen angeschlagen haben, dann können wir hier am Ende, hier ist ja unser Knäuel dran und hier ist das Ende, aus diesen zwei Fäden mache ich immer am Ende hier noch einen kleinen Knoten, weil das einfach ein bisschen stabiler ist, vor allem wenn man jetzt zur Runde schließt, damit diese Masche da nicht so mega locker wird. Das könnt ihr machen, das müsst ihr aber nicht machen. Also ich mag es einfach lieber so. Und jetzt schließen wir zur Runde. Das machen wir, indem wir erstmal unsere Maschen so hinlegen, dass sie nicht verdreht sind. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil das passiert gern mal, dass man die einfach
dann ein bisschen falsch hindreht und dann ist es verwurstelt. Also wie ihr sehen könnt, habe ich mir hier ein bisschen Kabel rausgezogen, weil mein Kabel noch ein bisschen zu lang ist für diesen kleinen Halsausschnitt. Ich habe mir jetzt die Maschen so hingedreht, dass es stimmt, dass jetzt hier quasi nicht die so umgedreht sind, also dass die richtige Seite nach vorne schaut. Und jetzt setzen wir als allererstes mal einen runden Markierer. Und dann fangen wir an. Das Bündchen wird ja im Rippenmuster 1 rechts, 1 links gestrickt. Das heißt, wir nehmen uns hier den Faden, an dem das Knäuel ist, und stricken die erste Masche, die hier kommt, rechts ab. So. 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links und 1 rechts, 1 links stricken wir jetzt 6 Runden und machen damit das Halsbündchen. So, also ich habe jetzt hier 6 Reihen Halsbündchen gestrickt. Das kommt natürlich auch darauf an, welches Modell ihr strickt. Ich stricke hier Modell 5 und bei dem sind 6 Reihen Halsbündchen. Und jetzt kommen wir zum Aufbau der Markierer. Hierfür stricken wir auch immer noch mit der kleinen Nadelstärke und immer noch auch im Rippenmuster. Also ich habe jetzt hier den runden Markierer abgehoben, stricke dann 5 Rückenmaschen, setze dann meinen ersten Markierer, also abgesehen von dem runden Markierer natürlich, stricke dann 19 Maschen für die Schulterpasse. Nachdem ich die Maschen für die Schulterpasse gestrickt habe, setze ich wieder einen Markierer und stricke dann die Maschen fürs Vorderteil. Nachdem ich die Vorderteilmaschen auch gestrickt habe, kommt dann nächster Markierer. Ich mache jetzt hier, oder ich setze jetzt hier Markierer in einer anderen Farbe, damit ich einfach die Seiten unterscheiden kann. Also ich habe quasi rechts eine andere Farbe als links und stricke jetzt nochmal die Schultermaschen für die andere Seite sozusagen. Und danach wird dann eben noch ein Markierer gesetzt, der die Schultermaschen von den Rückenmaschen abteilt. Und dann kommen wir auch schon zum Ausschnittformen. Wir haben jetzt alle Markierer gesetzt und dann geht es weiter mit dem Formen von dem Ausschnitt. Und dafür müssen wir jetzt erstmal zur größeren Nadelstärke wechseln. Genau, weil nur das Halsbündchen in der kleineren Nadelstärke gestrickt wird. Und ab dem Formen des Ausschnitts wird dann in der größeren Nadelstärke gestrickt. Und die kleinere wird dann erst wieder benutzt für den Bund und die Bündchen. Für den Bund kann man aber auch, wenn man das nicht so gerne mag, dass der Pullover unten kleiner wird, kann man auch noch die gleiche Nadelstärke, also die größere Nadelstärke benutzen. Das geht natürlich auch. Gut, jetzt haben wir die größeren Nadeln dran gemacht. So, zum Formen des Ausschnitts stricken wir verkürzte Reihen. Und zwar stricken wir die, damit hinten der Pullover höher wird als vorne. Also damit der Ausschnitt eben ein bisschen tiefer wird und hinten am Rücken wird der Pullover einfach ein bisschen höher. Und deswegen stricken wir diese verkürzten Reihen und die stricken wir quasi auf dieser Hälfte, also auf der hinteren Hälfte vom Pullover. Und die werden dann quasi zum Ausschnitt hin immer enger und irgendwann mal schließen wir dann in die ganze Runde. Dann fangen wir jetzt an mit der verkürzten Reihe 1. Die verkürzte Reihe 1 ist eine Hinreihe. Das bezieht sich sozusagen auf die Arbeitsseite. Also quasi was vorne ist die Hinreihe und die Rückseite vom Strickstück, da stricken wir quasi Rückreihen. Jetzt bei den verkürzten Reihen sind es ja wirklich noch Reihen und wenn man in der Runde strickt, dann stricken wir ja im Prinzip nur mehr auf der Hinreihenseite bzw. der Vorderseite. Okay, also wir heben den runden Markierer ab und dann stricken wir rechts bis zu unserem Markierer, also bis zum ersten Markierer. Bei dem ersten Markierer angekommen, machen wir jetzt unsere geneigten Zunahmen. Also wir machen ja eine Contiguous Schulter nach der Methode von der Susie Myers und das ist sozusagen eine Sattelschulter, wo auf der rechten Seite die Zunahmen quasi nach rechts weggelehnt sind, nach rechts geneigt sind und auf der linken Seite
sind die Zunahmen dann nach links geneigt. Also machen wir jetzt eine rechtsgeneigte Zunahme M1R, also mach eine rechtsgeneigte Zunahme, die auch rechts abgestrickt ist. Dafür fahren wir mit unserer linken Nadel von hinten in diesen Querfaden unten ein und holen uns den hoch. Und dann stricken wir durch das vordere Füßchen von der Masche die Masche verkreuzt ab. Das ist jetzt eine nach rechts geleitete Zunahme. Wenn wir die durch das hintere Füßchen abstricken würden, also nicht verkreuzt, dann hätten wir hier ein ganz großes Loch. Dann heben wir den Markierer rüber. Dann stricken wir eine linke Masche und noch 2 rechte Maschen. Und dann wenden wir. Wir wenden unsere Arbeit einfach so. Jetzt haben wir ja den Faden auf der falschen Seite. Und die erste Masche, die wir sozusagen in der verkürzten Reihe 2 stricken, auf der Rückseite unseres Strickstücks, also in der Rückreihe, das wird jetzt eine Doppelmasche, die wir ziehen. Und dafür gehen wir hinter den Faden und stechen von hinten in die Masche ein, sodass wir dann hier diese 2 Füßchen hochziehen. Wir ziehen den Faden nach hinten, also wir heben die Masche einfach ab, ziehen den Faden nach hinten und dann entstehen diese 2 Füßchen. Bitte, wir machen das jetzt nochmal. Also mit der Nadel hinter den Faden in die Masche einstechen, Füßchen hinterziehen, Masche abheben, nochmal dran ziehen und dann kann die erste linke Masche gestrickt werden. Also eine linke Masche, dann kommt noch eine rechte Masche, dann den Markierer abheben. Also wir haben unseren Markierer abgehoben und hier machen wir jetzt eine rechtsgeneigte Zunahme, die links abgestrickt ist. Das heißt, wir fahren hier wieder von hinten in unseren Querfaden rein und holen uns hier den Querfaden hoch. Dann bringen wir die rechte Nadel hinter unseren Faden, weil wir ja links abstricken, und stricken dann durch den vorderen Faden unsere Masche links und verkreuzt ab. Dann stricken wir linke Maschen bis zu unserem runden Markierer, heben den dann ab und stricken dann wieder linke Maschen bis zu unserem nächsten Markierer und da machen wir dann eine weitere Zunahme. Bei unserem nächsten Markierer angekommen, machen wir jetzt eine links geneigte Zunahme, die auch links abgestrickt ist. Für die links geneigten Zunahmen muss man sich den Querfaden mit der linken Nadel nicht von hinten holen, sondern von vorne. Also wir fahren von vorne in den Querfaden rein und holen uns den hoch und dann stricken wir durch das hintere Fädchen, weil wir ja die Masche verkreuzt abstricken, stricken wir durch das hintere Fädchen den Faden links ab, weil wir uns ja immer noch in der Rückreihe befinden. Und dann heben wir den Markierer ab, machen eine rechte Masche, stricken dann noch 2 linke Maschen und dann wenden wir wieder. Wir sind jetzt angekommen in der verkürzten Reihe 3. Das ist wieder eine Reihe, also eine Hinreihe. Und hier müssen wir erst wieder die Doppelmasche ziehen, das heißt hinter den Faden in die Masche rein. Dann seht ihr die 2 Füßchen und dann die Masche abheben, bisschen festziehen. Dann stricken wir eine rechte Masche, eine linke Masche und dann heben wir den Markierer ab. Und dann kommen wir zu der letzten von unseren Zunahmen, die wir machen. Also das sind insgesamt 4 verschiedene. Und zwar ist das jetzt eine nach links geneigte Zunahme, die rechts abgestrickt ist. Also bei der nach links geneigten Zunahme oder bei der links geneigten Zunahme M1L holen wir uns mit der linken Nadel den Querfaden von vorne und stricken durch den hinteren Faden ab. Das heißt, wir stechen jetzt diesmal von vorne wie zum Rechtsstricken in die Masche ein und stricken den rechts verkreuzt ab. Dann stricken wir noch bis zum runden Markierer rechte Maschen. Und bevor wir jetzt die verkürzte Reihe 3 fertig stricken, möchte ich gerne noch mal was zu den Zunahmen sagen. Und zwar, wir machen ja Zunahmen jeweils auf den Seiten von den Schulterpassen sozusagen. Oder auf den Seiten von der Schulterpasse. Jetzt ist es so, auf der Vorderseite eures Strickstücks, da schauen die Zunahmen von den Markierern weg. Das heißt, bei der linken Seite von der Passe schaut
die Zunahme nach links von dem Markierer weg und auf der rechten Seite schaut die Zunahme auf der rechten Seite vom Markierer rechts vom Markierer weg. Und auf der Rückseite, die haben wir ja auch schon gestrickt, auf der Rückseite ist es genau andersrum. Da schaut die Zunahme, die rechts vom Markierer gemacht wird, die schaut zum Markierer hin und auf der anderen Seite genauso, also die links vom Markierer gemacht wird, schaut zum Markierer hin, weil das ja sozusagen genau die Rückseite davon ist und die dann auf der Vorderseite wieder vom Markierer wegschauen. Dann stricken wir bis zum nächsten Markierer, machen da unsere Zunahme und zwar machen wir hier eine, die vom Markierer wegschaut, M1R in dem Fall, weil sie nach rechts gelehnt sein soll und rechts abgestrickt. Also mach eine rechtsgeneigte Zunahme, rechts abgestrickt. Das heißt, mit der linken Nadel von hinten den Querfaden holen und durchs vordere Füßchen abstricken. Dann wird der Markierer abgehoben, eine linke Masche gestrickt, eine rechte Masche gestrickt und dann kommen wir zu unserer Doppelmasche. Bei der Doppelmasche muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil die sieht aus, als wären das 2 Maschen. Es ist aber nur eine Masche. Das heißt, wir fahren hier unter beide Fäden drunter und stricken diese Doppelmasche als eine Masche, die sie ist, ab. Dann stricken wir noch 2 weitere rechte Maschen und dann wenden wir wieder. Wir stricken jetzt die verkürzte Reihe 4 und zwar bis wir wieder bei dieser Doppelmasche ankommen, die wir wieder als eine abstricken müssen, weil sie eben auch nur eine ist. Also Doppelmasche ziehen und dann bis zur nächsten Doppelmasche stricken, also mit allen Zunahmen und allen Markierern und wie es in der Anleitung steht. Jetzt sind wir wieder bei dieser Doppelmasche angekommen, die ausschaut wie 2 Maschen und wir stricken jetzt die, weil die auf der Rückseite ist, stricken wir jetzt links ab und auch durch beide Fäden durch und stricken die Masche als eine Masche ab. Dann stricken wir noch mal 2 linke Maschen und dann wenden wir wieder. Wir haben uns die verkürzten Reihen 3 und 4 angeschaut und jetzt kommen noch Wiederholungen davon. In den darauf folgenden verkürzten Reihen kommen nur Techniken vor, die wir uns schon angeschaut haben. Das heißt, die werde ich jetzt nicht nochmal zeigen. Wenn ihr euch das nochmal anschauen wollt, dann springt einfach zurück und guckt euch nochmal an, wie das in der verkürzten Reihe 3 und 4 gemacht wurde. Die verkürzten Reihen 3 und 4, die werden jetzt noch unterschiedlich oft wiederholt, je nachdem welches Modell ihr strickt. Es werden dann auch noch die verkürzten Reihen 5 und 6 gestrickt. In denen kommen dann auch noch zusätzliche Zunahmen am zweiten Markierer vor, also quasi am Vorderteil. In der verkürzten Reihe 5, da sind es nur 3 Maschen, die zugenommen werden. Davon darf man sich nicht irritieren lassen, da die 4. Masche quasi schon in der verkürzten Reihe 1 zugenommen wurde. Ab der verkürzten Reihe 6 sind es dann immer 4 Maschen, die zugenommen werden. Bis auf die verkürzte Reihe 11, das ist dann quasi nur eine halbe verkürzte Reihe. Nachdem wir die verkürzte Reihe 11 fertig gestrickt haben, stricken wir dann in ganzen Runden weiter. Und bei der ersten ganzen Runde wird dann ganz wichtig sein, diese zweite Doppelmasche, an die wir rankommen. Weil wir kommen ja jetzt in den verkürzten Reihen immer genau von einer Seite zur Doppelmasche hin. Und in der ersten ganzen Runde, da kommen wir dann erst an die erste Doppelmasche, genauso wie bei den verkürzten Reihen auch. Und an die zweite Doppelmasche kommen wir dann von der anderen Seite. Und da gibt es einen kleinen Trick, wie man diese Doppelmasche besser abstricken kann, dass die nicht so ein großes Löchlein ergibt. Und das schauen wir uns in der ersten ganzen Runde dann an. Außerdem wird die zweite ganze Runde, die wird nicht bei allen Größen gestrickt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das steht aber in der Anleitung, bei welchen Größen die gestrickt wird und bei welchen nicht. Den Hinweis dazu findet man natürlich nach der ersten Reihe. Aber schauen wir uns das doch einfach mal genauer an. Also, wir haben jetzt die verkürzten Reihen fertig gestrickt und kommen jetzt zu den ganzen Runden. Wir haben ja jetzt bei den letzten verkürzten Reihen, die wir gestrickt haben, haben wir ja Zunahmen jeweils auf der rechten Seite und auf der linken Seite von der Schulterpasse gemacht, auf beiden Seiten. Und wir haben immer gewendet, das heißt, wir haben ja hier eine Doppelmasche und wir haben auf der anderen Seite hier auch eine Doppelmasche. Diese Doppelmasche, zu der kommen wir ja ganz normal wie auch in den verkürzten Reihen.
Und zu dieser Doppelmasche kommen wir jetzt von der anderen Seite. Also von den verkürzten Reihen würden wir von hier zu der Doppelmasche hinkommen. Und in dieser ganzen Runde kommen wir zu dieser Doppelmasche von der anderen Seite. Und die ist jetzt ganz wichtig, da gibt es so einen kleinen Trick, wie man die einfach besser stricken kann, sodass die nicht so ein großes Löchlein ergibt. Aber dafür stricken wir jetzt erstmal bis dahin. Also wir stricken rechte Maschen bis zu unserem ersten Markierer. Bei unserem ersten Markierer angekommen, machen wir eine rechtsgeneigte Zunahme, rechts abgestrickt. Dann heben wir den Markierer ab, stricken eine linke Masche, stricken dann die rechten Maschen der Schulterpasse. Dann stricken wir nochmal eine linke Masche. Heben dann unseren Markierer ab und machen hier eine links geneigte, rechts abgestrickte Zunahme. Danach stricken wir die Vorderteilmaschen bis zu unserer ersten Doppelmasche. So, das ist jetzt die erste Doppelmasche, die kommt. Die wird genauso abgestrickt wie in den verkürzten Reihen auch. Also als eine Masche abgestrickt. Dann stricken wir weiter bis zu der nächsten Doppelmasche. Jetzt sind wir bei der nächsten Doppelmasche angekommen. Die schaut eben auch wieder aus wie zwei Maschen. Und die müssen wir die auch wie eine Masche abstricken. Wenn wir jetzt aber einfach so hier reinfahren und die so abstricken, dann kriegt man da einfach so ein Löchlein. Und damit man das vermeidet, drehen wir diesen ersten Teil von dieser Doppelmasche, den heben wir jetzt da ab und setzen ihn andersrum wieder auf die linke Masche drauf, sodass wir den ersten Teil der Doppelmasche umgedreht haben. Und dann stricken wir hier durch die hinteren Fäden, durch diese zwei, stricken wir die Masche wie ein Slip-Slip-Knit ab. Also in die hinteren beiden Fäden einstechen und die Doppelmasche als eine Masche abstricken. Und dann stricken wir weiter bis zu unserem nächsten Markierer und machen da die nächste Zunahme. Hier am Markierer angekommen, machen wir wieder eine rechts geneigte Zunahme, rechts abgestrickt. Stricken dann die Schulterpasse und machen dann am nächsten Markierer die nächste Zunahme. So, der Markierer wurde abgehoben, von vorne in den Querfaden, durchs hintere Füßchen die Masche abstricken. Und dann ist es eine links geneigte Zunahme, M1L. Ja, und dann stricken wir bis zum runden Markierer und dann kommt die Runde 2. In der Runde 2 werden auch immer 4 Zunahmen gemacht, das heißt, immer an den Markierern werden Zunahmen gemacht, außer am runden Markierer natürlich, rechts von der Schulterpasse und links von der Schulterpasse, und zwar jede Runde. Davor haben wir Reihen gestrickt, das heißt, davor war es in jeder Reihe, aber jetzt stricken wir in Runden, das heißt, wir machen Zunahmen in jeder Runde. Und nach der Reihe 2 kommen dann die Zunahmen für die Ärmelmaschen. Diese werden dann in jeder zweiten Runde nur gestrickt. Dann wird das hier nicht mehr so eine starke Kante oder so eine harte Kante, sondern dann wird es weicher, beziehungsweise eben dadurch, dass es nur in jeder zweiten Runde ist, nicht so stark zugenommen sozusagen. Gut, aber dann stricken wir jetzt die Runde 2, so oft wie es in der Anleitung steht, für die Größe, die ihr strickt. Und dann machen wir weiter mit den Zunahmen in der Runde 3 und 4. Wir haben jetzt die Wiederholungen von der Runde 2 fertig gestrickt und sind jetzt bei der Runde 3 angekommen. Und in der Runde 3 werden erstmal noch keine Zunahmen gemacht, sondern es werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. Und in der Runde 4 machen wir dann Zunahmen für die Ärmel und das machen wir in jeder zweiten Runde, also nicht mehr wie hier, also nicht mehr wie bei den Schulterpassen, dass wir in jeder Reihe zunehmen, sondern wir nehmen in der Runde 4, beziehungsweise in Runde 3 und 4, nehmen wir dann nur mehr in jeder zweiten Runde zu. Okay, ich habe jetzt die Runde 3 gestrickt und also hier ist mein Rundenmarkierer. Ich habe jetzt auch noch die Runde 4 angefangen bis zu unserem Maschenmarkierer.
Hier haben wir jetzt eigentlich immer unsere Zunahme gemacht. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern wir heben unseren Markierer ab, stricken dann die linke Masche, die da kommt, stricken dann noch eine weitere rechte Masche und dann machen wir eine nach links geneigte Zunahme. Also M1L, mach eine links geneigte Zunahme, die rechts abgestrickt ist. Hierfür fahren wir wieder von vorne in unsere Querfaden ein und stricken durch den hinteren Faden die Masche ab, stricken dann unsere Maschen von der Schulterpasse, also jetzt sind es mittlerweile die Ärmelmaschen, weil wir jetzt Ärmelzunahmen auch machen. Genau, also wir stricken hier unsere Maschen bis 2 Maschen vor dem nächsten Markierer, machen dann eine rechtsgeneigte Zunahme M1R, stricken dann noch eine rechte Masche und dann eine linke Masche und dann sind wir wieder am Markierer angekommen. Also M1R, eine rechte Masche, eine linke Masche, Markierer abheben und dann stricken wir die Maschen vom Vorderteil und machen bei der nächsten Schulterpasse bzw. beim nächsten Ärmel jetzt, machen wir nochmal die gleichen Zunahmen. Also wir stricken bis zum Markierer, heben den ab, stricken dann eine linke Masche, eine rechte Masche, machen hier unsere nach links geneigte Zunahme, stricken dann die Ärmelmaschen, machen dann 2 Maschen vor dem Markierer hier, eine rechts geneigte Zunahme und dann stricken wir weiter bis zum runden Markierer und dann werden die Runden 3 und 4 wiederholt. Das heißt, in der Runde 3 werden keine Zunahmen gemacht und in der Runde 4 werden die Zunahmen innerhalb der Ärmelmaschen gemacht. Gut, und dann sehen wir uns wieder zu den Reihen 5 und 6. Also, ich habe jetzt alle Wiederholungen von den Runden 3 und 4 gemacht und habe dann auch noch die Runde 5 gestrickt, weil in der Runde 5 werden ja auch überhaupt gar keine Zunahmen gestrickt, sondern erst in der Runde 6. Und in der Runde 6 werden dann Zunahmen gestrickt für die Ärmel, für das Rückenteil und für das Vorderteil. Und das schauen wir uns jetzt an. Hier ist mein Rundenmarkierer und ich habe jetzt schon mal bis eine Masche vor den Markierer gestrickt. Und hier machen wir jetzt eine nach rechts geneigte Zunahme, also M1R. Holen uns also den Faden von hinten, stricken durch das vordere Füßchen ab, stricken dann eine Masche rechts, heben den Markierer ab, stricken dann eine Masche links und wieder eine Masche rechts und machen dann eine nach links geneigte Zunahme, die rechts abgestrickt ist und stricken dann rechte Maschen weiter, sodass quasi zwischen diesen 2 Zunahmen eine rechte Masche, eine linke Masche und noch eine rechte Masche besteht dann. Genau, das heißt, wir stricken jetzt die Ärmelmaschen und zwar bis 2 Maschen vor den Markierer. Okay, wir sind jetzt wieder 2 Maschen vor dem Markierer angekommen. Hier machen wir jetzt wieder eine rechtsgeneigte Zunahme. Also M1R, dann stricken wir eine rechte Masche, eine linke Masche, heben den Markierer ab, stricken nochmal eine rechte Masche und machen dann eine links geneigte Zunahme, M1L. Dann stricken wir die Maschen vom Vorderteil und auf der anderen Seite, also am anderen Ärmel, machen wir das ganz genauso. Und dann stricken wir die Wiederholungen von den Runden 5 und 6 und danach werden dann die Ärmel vom Körperteil abgetrennt. Nachdem wir jetzt alle Zunahmen gestrickt haben für die Ärmel und für das Vorderteil und für das Rückenteil, kommen wir jetzt zum Ärmel abteilen und hierfür legen wir unsere Ärmelmaschen auf einen Maschenhalter still. Das kann zum Beispiel eben ein Kabel sein oder ein Garnrest. Und wenn wir die stillgelegt haben, dann schlagen wir noch zusätzliche Maschen unter dem Arm an. Und der erste Seitenmarkierer, der quasi nach unserem runden Markierer jetzt kommt, also der erste Markierer unterm Ärmel, der wird unser neuer Rundenmarkierer und den anderen, den lassen wir dann weg. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie das funktioniert. Okay, also wenn wir jetzt hier bei unserem ersten Ärmelmarkierer angekommen sind, dann nehmen wir den raus
Also die Ärmelmaschen, die werden jetzt auf einen Garnrest oder auf ein anderes Kabel oder was ihr auch benutzen wollt, darauf werden die jetzt eben stillgelegt und dafür heben wir die einfach darüber oder schieben sie rüber, je nachdem, was ihr eben benutzt. Und genau, danach fassen wir Maschen unter dem Arm auf. Gut, jetzt haben wir alle unsere Maschen auf unserem Maschenhalter stillgelegt und jetzt werden wir unterm Arm Maschen anschlagen. Den zweiten Markierer, den können wir auch entfernen, weil dann eben ein neuer Markierer gesetzt wird. Für das Anschlagen der Maschen unterm Arm werde ich jetzt den Wickelanschlag verwenden. Dafür lege ich meine Nadel und das Kabel, auf dem die Ärmelmaschen stillgelegt sind, die lege ich so untereinander. Man kann das auch machen, indem man die Nadel zum Beispiel da unten drunter legt. Ich mag es aber lieber mit dem Kabel, weil es dann ein bisschen enger wird. Und dann nehme ich mir meinen Faden und dann wickle ich einfach die Anzahl der Maschen, die ich brauche, einfach da drum rum. Also in meinem Fall brauche ich jetzt nur eine Masche. Ich wollte es jetzt nur mal demonstrieren mit ein paar mehr. Also ich wickle jetzt einmal drum rum, dann setze ich einen Markierer, dann wickle ich noch einmal drum rum, weil ich noch eine zweite Masche links neben dem Markierer brauche. Und dann stricke ich, also dann nehme ich mir hier wieder meine linke Arbeitsnadel, halte mir das so ein bisschen mit meiner rechten Hand fest und dann stricken wir einfach die Vorderteilmaschen. So. Und somit haben wir die Maschen unter dem Arm angeschlagen mit dem Wickelanschlag. Man kann natürlich auch zum Beispiel die Methode verwenden, die wir zum Anschlagen von den Maschen ganz am Anfang, also für unseren Cast-On verwendet haben. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Was ich ganz praktisch an dem Wickelanschlag finde, ist, dass man ja die Maschen, die wir jetzt eben angeschlagen haben, die können wir in beide Richtungen weiter stricken. Also das sind jetzt schon Maschen, die zum Körperteil dazugehören, genauso wie es schon Maschen sind, die zum Ärmel dazugehören. Das finde ich ganz gut. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Longtail Cast-On-Methode verwendet, dann muss man beim Ärmel dann Maschen auffassen. Genau, wir stricken jetzt unsere Vorderteilmaschen und dann machen wir das auf der anderen Seite einfach nochmal genauso. Okay, also ich habe jetzt beide Ärmelmaschen auf einen Maschenhalter draufgelegt. In beiden Fällen habe ich einfach die Kabel von den Rundstricknadeln benutzt und damit die jetzt ein bisschen aufgeräumter sind, mache ich die immer mit so offenen Maschenmarkierern. Mit solchen offenen Maschenmarkierern mache ich die Enden quasi von den Kabeln zusammen. Bei meinen funktioniert das ganz gut, weil die haben hier so kleine Löchlein drinnen. Da kann man die offenen Maschenmarkierer durchstecken oder so eine Sicherheitsnadel zum Beispiel. Und dann mache ich noch die Nadeln ab und dann ist es aufgeräumt. Bei der anderen Seite sind gar keine Nadeln dran. Das heißt, da stecke ich einfach nur so einen offenen Maschenmarkierer durch und dann kann mir da auch keine einzige Masche abhauen. Okay, jetzt zeige ich euch dann noch kurz, wie man dann diese Maschen, die wir mit dem Wickelanschlag angeschlagen haben, wie man die abstrickt. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen und das Körperteil stricken. Also wir stricken jetzt einfach rechte Maschen bis zu unserem ersten Markierer. Das ist ja unser neuer Rundenmarkierer. Das ist der erste Markierer, der normalerweise nach dem Rundenmarkierer gekommen wäre, sozusagen. Also der Markierer unter dem rechten Arm. Und bis zu dem stricken wir jetzt. Und dann könnt ihr schon sehen, also das hier ist die letzte Masche, die schon ursprünglich da war. Und hier, das ist die erste Masche, die wir durch diesen Wickelanschlag angeschlagen haben. Und die stricken wir jetzt einfach so ab. Dann heben wir den Markierer ab und dann ist das hier die zweite Masche. Die stricken wir auch einfach so ab. Und dann seht ihr schon, wir haben jetzt eine Masche, die auf der Nadel liegt und eine Masche, die noch auf diesem Kabel liegt. Die gehören dann zum Ärmel dazu. Und dann stricken wir jetzt die Maschen vom Vorderteil. Und dann machen wir das auf der anderen Seite einfach auch nochmal genauso. Das Körperteil wird jetzt glatt rechts gestrickt und zwar bis zu der gewünschten Länge. Und danach wechseln wir zu der kleineren Nadelstärke und stricken einen Bund im Rippenmuster, eins rechts, eins links.
Wenn ihr jetzt nicht wollt, dass der Bund viel enger wird, dann könnt ihr auch die größere Nadelstärke beibehalten. Dann zieht sich das unten einfach nicht so zusammen. Das ist aber Geschmackssache. Gut, wir haben jetzt das Körperteil fertig gestrickt und einen Bund. Und diesen Bund, den ketten wir jetzt ab und wie das genau geht, das schauen wir uns jetzt an. Gut, wir ketten jetzt im Rippenmuster ab. Das heißt, wir stricken jetzt erstmal eine rechte Masche, dann stricken wir eine linke Masche und dann ziehen wir diese rechte Masche, die wir als erstes gestrickt haben, da stechen wir von hier aus ein und die ziehen wir dann über die linke Masche drüber. Dann stricken wir wieder eine rechte Masche und ziehen die linke über die rechte Masche drüber. Also immer die zweite oder beziehungsweise die erste über die zweite Masche drüber ziehen. Wieder, jetzt kommt wieder eine linke Masche und wieder die erste Masche über die zweite drüber ziehen. Wieder eine Masche stricken und wieder drüber ziehen. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man das ein bisschen lockerer macht, dass man vielleicht normal strickt, damit das Bündchen am Ende nicht so unelastisch wird. Also einfach ein bisschen lockerer stricken und ein bisschen schauen, dass das immer locker übereinander gezogen werden kann. Genau, und das machen wir jetzt die ganze Runde durch. Jetzt ist das Bündchen komplett abgekettet und wir können jetzt hier unten quasi so eine Kette an Maschen erkennen. Genau. Und unsere nächsten Schritte werden jetzt sein, dass wir die Ärmel stricken. So, jetzt haben wir das komplette Körperteil fertig gestrickt, inklusive dem Bund und haben den Bund auch abgekettet. Und jetzt kommen wir zu den Ärmeln. Und wir schauen uns jetzt in dem Video die langärmelige Variante an. Es gibt in der Anleitung aber auch eine kurzärmelige Variante. Wir schauen uns jetzt einfach die langärmelige Variante an, weil man da auch die Ärmelabnahmen macht. Die fallen bei der kurzärmeligen Variante weg. Und genau, schauen wir uns das an. Okay, wir fangen jetzt an. Wir wollen die Maschen vom Ärmel stricken. Wir haben ja, wenn ihr auch den Wickelanschlag gemacht habt unterm Arm, dann haben wir ja schon diese zwei Maschen, die jetzt zu unseren Ärmelmaschen auch dazugehören. Und in der Mitte von denen, da fangen wir jetzt an. Das heißt, wir heben erstmal die erste, heben wir ab und setzen uns dann einen Markierer, der den Anfang der Runde signalisiert. Dann brauchen wir natürlich wieder einen Faden. Den setzen wir jetzt auch da an. Und dann stricken wir erstmal die eine Masche, die wir schon angeschlagen haben. Für diejenigen, die nicht den Wickelanschlag gemacht haben, die müssen jetzt natürlich hier eine Masche von unten aufnehmen. Und wir nehmen hier auch noch zusätzlich eine Masche auf, damit das Löchlein kleiner wird. Die nehmen wir aber gleich in der nächsten Runde auch wieder ab. Genau, also ich habe die jetzt sozusagen einfach hier aus dieser Naht sozusagen zugenommen. Und dann stricken wir bis zu unserer letzten Masche rechte Maschen. So, ich habe jetzt genau eine Runde gestrickt bis zu der letzten Masche, weil wir hier nochmal eine Masche auffassen, die wir dann wieder abnehmen. Jetzt mal ganz kurz dazu, weil also das Armloch ist ja relativ eng und ihr seht ja, ich stricke hier nicht mit einem Nadelspiel, sondern mit einer Rundnadel. Das heißt, ich mache den Magic Loop. Also ich lasse immer ein paar Maschen auf der Nadel, weil ich das besser finde. Da bekommt man dann nicht so, also da sind sie halt dann einfach alle gleich festgezogen. Dann lasse ich, also hier habe ich meinen ersten Faden rausgezogen sozusagen. Dann lasse ich auch noch hier ein paar Maschen auf dem Kabel und ziehe dann ungefähr hier den zweiten Teil von meinem Kabel raus. Dann schiebe ich die Maschen auf die linke Nadel drauf und dann kann ich
hier ohne Nadelspiel, sondern mit dem Magic Loop kann ich hier so eng stricken und das Ganze ohne ein Nadelspiel. Gut, jetzt fassen wir hier noch eine weitere Masche auf. Die wird in der nächsten Runde dann wieder abgenommen. Dann stricken wir noch hier unsere letzte Masche. Und dann sind wir auch schon in der Runde 2 vom Ärmel. Und hier müssen wir jetzt am Anfang diese eine Masche abnehmen noch. Und dann müssen wir am Ende der Runde auch nochmal die eine Masche abnehmen, die wir zusätzlich aufgefasst haben. Also ich stricke eine Masche und jetzt mache ich ein Knit Two Together. Das heißt, ich stricke quasi wie eine normale Masche, nur dass ich in 2 Maschen einstiche dafür. Also das sind die 2 Maschen, die ich zusammenstricken will. Und ich stricke genau wie zum Rechtsstricken in diese Maschen ein und stricke beide Maschen als eine ab. So sieht das dann aus. Diese Zunahme ist sozusagen nach rechts gelehnt und auf der anderen Seite machen wir dann eine, die nach links gelehnt ist. Also stricken wir jetzt bis zu den letzten 3 Maschen vor unserem Markierer und machen dann nochmal eine Abnahme. Also ihr müsst diese zusätzlichen Maschen nicht zunehmen, wenn ihr das nicht wollt. Ihr könnt auch dieses Löchlein, das dann entsteht, später mit einer Schnopfnadel zum Beispiel zunähen. Und wenn ihr diese zusätzlichen Maschen nicht aufgenommen habt, dann müsst ihr die natürlich auch nicht abnehmen. Aber die Abnahmen sind die gleichen wie die, die wir für die Ärmelabnahmen benutzen. Jetzt sind wir bei den letzten 3 Maschen vor unserem Markierer angekommen. Und diese 2 hier, die stricken wir jetzt zusammen, aber nicht mehr mit Knit Two Together, also nicht so, sondern wir stricken ein Slip Slip Knit. Und zwar heben wir dafür einmal beide Maschen ab und dann setzen wir sie andersrum wieder zurück auf die linke Nadel, sodass sie jetzt so rum auf der Nadel liegen. Und dann stricken wir sie durch die hinteren beiden Füßchen zusammen. So und abstricken. Das ist ein Slip Slip Knit. Dann stricken wir noch eine rechte Masche. Und dann stricken wir jetzt bis zu unseren ersten Ärmelabnahmen. Bei mir kommt da sozusagen die erste Ärmelabnahme, beziehungsweise alle Ärmelabnahmen kommen immer nach 5 cm. Das heißt, ich stricke jetzt 5 cm lang Runden mit rechten Maschen und dann kommen die Ärmelabnahmen. Ich habe jetzt die ersten 5 cm gestrickt. Ja, 5 cm. Nach den ersten 5 cm kommen bei meinem Modell das erste Mal die Ärmelabnahmen. Das heißt, wir schauen uns diese jetzt gemeinsam an. Also für die Ärmelabnahmen machen wir jetzt die gleichen Abnahmen, die wir vorher auch schon mal gemacht haben, da wo wir den Ärmel angefangen haben. Ich wiederhole es jetzt aber trotzdem nochmal. Also die erste Abnahme, die wir links von unserem Markierer machen, ist 2 rechts zusammen, also Knit Two Together auf Englisch. Und dafür nehmen wir einfach die 2 ersten Maschen, die wir zusammenstricken wollen, und stricken die durch beide Maschen einfach zusammen ab. So, und dann ist das also die ist dann so ein bisschen nach rechts geneigt, die Abnahme. Und die zweite Abnahme, die wir auf der anderen Seite machen, die wird dann so ein bisschen nach links geneigt. Das ist eine Z-Abnahme oder Slip Slip Knit. Jetzt stricken wir bis zu 3 Maschen vor unserem Markierer und dann machen wir die zweite Abnahme. Sind wir 3 Maschen vor dem Markierer angekommen und jetzt machen wir eine Z-Abnahme oder eben Slip Slip Knit. Dafür drehen wir beide Maschen um und legen sie umgedreht wieder zurück auf die linke Masche und stricken durch beide hintere Fäden die Masche ab. Das ist eine Z-Abnahme. Und genau, die nächsten Abnahmen machen wir im Fall von meinem Modell, werden die wieder nach 5 cm gemacht. Das müsst ihr gucken bei dem Modell, was ihr strickt, wie viele
Abnahmen da gemacht werden müssen, beziehungsweise in welchen Abständen. Und dann stricken wir jetzt einfach den Ärmel mit den Ärmelabnahmen fertig. Dann stricken wir noch das Ärmelbündchen und ketten das ab. Und dann sehen wir uns zum Fertigstellen wieder. So, wir haben jetzt die Ärmelabnahmen fertig gemacht. Hier sieht man die Ärmelabnahmen und Bündchen genauso abgekettet wie den Bund vom Körperteil auch. Und natürlich den zweiten Ärmel genauso gestrickt wie den ersten Ärmel. Und genau, ich habe meinen Pullover auch schon gewaschen und getrocknet und bin sehr zufrieden, wie das Ergebnis geworden ist. Wir sind jetzt komplett fertig mit unserem Kinderpullover. Meiner ist auch schon gewaschen und getrocknet und ich finde, er ist total cool geworden. Ich hoffe, eurer gefällt euch auch und ich hoffe auch, dass euch dieses Video gefallen hat. Und falls noch Fragen aufgetaucht sind, stellt die bitte gerne und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal bei dem nächsten Video dann auch wieder dabei seid und bedanke mich sehr fürs Zuschauen.